Ein Junge lebt mit seiner Familie in einer kleinen, alten Wohnung. Sein Name ist Amir. Das Leben ist schwer für sie. Es gibt wenig Geld und oft reicht es nur für das Nötigste. Manchmal müssen sie genau überlegen, was sie kaufen können und was nicht. Seine Eltern arbeiten jeden Tag sehr lange. Sie stehen früh auf, wenn es noch dunkel ist, und kommen erst spät am Abend nach Hause. Wenn sie zurück sind, sind sie müde. Sehr müde. Seine Mutter sitzt oft still am Tisch und sagt nichts. Sie schaut vor sich hin, als würde sie nachdenken, aber eigentlich ist sie nur erschöpft. Sein Vater wirkt müde und spricht wenig. Manchmal legt er einfach den Kopf in die Hände. Amir sieht das jeden Tag. Er sieht die Sorgen in ihren Gesichtern. Er hört, wenn sie leise über Geld sprechen, wenn sie denken, dass er es nicht merkt. Aber er merkt es. Er merkt alles. Er merkt, dass etwas fehlt. Und das tut ihm weh. Er ist noch jung, aber er versteht mehr, als viele denken. In seinem Kopf ist immer derselbe Gedanke. Ich will helfen. Dieser Gedanke kommt jeden Tag wieder. Er will nicht, dass seine Eltern so weiterleben müssen. Er will nicht, dass sie jeden Tag kämpfen. Er will etwas ändern. Er will, dass es ihnen besser geht. Amir hat etwas gehört. Viele Menschen sagen, dass es in Deutschland viel Arbeit gibt, dass man dort Geld verdienen kann, dass man dort ein besseres Leben haben kann und dass man seiner Familie helfen kann. Diese Worte bleiben in seinem Kopf. Er hat sie von Nachbarn gehört, von Menschen auf der Straße, von Gesprächen, die er nur halb verstanden hat. Aber eine Sache hat er ganz klar verstanden. Deutschland bedeutet eine Chance. Seit er das gehört hat, lässt ihn dieser Gedanke nicht mehr los. Er denkt jeden Tag daran. Morgens, wenn er aufwacht, abends, wenn er im Bett liegt. Es wird zu seinem Traum. Ein klarer, starker Traum. Wenn er Deutsch kann, kann er dorthin gehen. Wenn er Deutsch kann er arbeiten. Und wenn er arbeiten kann er seiner Familie helfen. Dieser Gedanke gibt ihm Kraft. Für Amir ist Deutsch nicht nur eine Sprache. Es ist mehr als das. Es ist eine Chance. Ein Ausweg aus seinem Leben. Ein Weg in eine bessere Zukunft. Ein neues Leben für ihn und für seine Familie. In der Schule ist Deutsch schwer für ihn. Sehr schwer. Viele Wörter versteht er nicht. Die Sätze sind kompliziert. Oft macht er Fehler. Manchmal lacht jemand. Manchmal sagt der Lehrer, dass es nicht gut ist. Aber das hält ihn nicht auf. Sein Ziel ist stärker als seine Angst, stärker als seine Zweifel. Leise sagt er immer wieder zu sich: Ich will Deutsch lernen. Und dieses Mal ist es kein Wunsch mehr, es ist eine Entscheidung. In der Schule sitzt Amir im Unterricht und versucht zuzuhören. Der Lehrer spricht Deutsch, aber viele Wörter versteht er nicht. Die Sätze sind schnell und sie gehen an ihm vorbei, als wären sie nicht für ihn gemacht. Amir schaut auf sein Heft, aber er weiß oft nicht, was er schreiben soll. Seine Hand bleibt still. Die anderen Schüler sind schneller. Sie melden sich sofort, sie antworten ohne Angst. Sie lachen manchmal, wenn etwas leicht ist. Amir bleibt still. Er schaut nach unten. Er hat Angst, etwas Falsches zu sagen. Wenn er spricht, macht er Fehler. Seine Stimme ist unsicher. Manchmal sagt der Lehrer: Das ist falsch. Manchmal sagt er auch: Das ist zu schwer für dich. Diese Worte bleiben in Amirs Kopf. Sie gehen nicht weg. Sie tun weh. Mehr als man sehen kann. Er beginnt zu zweifeln. Vielleicht hat der Lehrer recht. Vielleicht ist Deutsch wirklich zu schwer für ihn. Vielleicht ist sein Traum zu groß. Neben ihm sitzen Schüler, die alles besser verstehen. Sie schreiben schnell, sie lesen laut, sie wirken sicher. Amir vergleicht sich mit ihnen und fühlt sich immer kleiner. Er denkt:
Warum kann ich das nicht? In seinem Kopf wird es laut. Zweifel kommen immer wieder zurück. Trotzdem sitzt er jeden Tag dort und versucht es weiter. Sie schreiben schnell, sie lesen laut, sie wirken sicher. Amir vergleicht sich mit ihnen, und jedes Mal fühlt er sich kleiner. Er senkt den Blick und sagt nichts mehr. Er versucht, unsichtbar zu sein, damit ihn niemand fragt. In seinem Kopf wird es laut. Gedanken wie »Ich kann das nicht« kommen immer wieder. Immer wieder. Egal wie sehr er es versucht. Der Unterricht wird für ihn schwerer und schwerer. Jeder Tag fühlt sich gleich an. Zuhören, nicht verstehen, still bleiben. Zuhören, Fehler machen, sich schämen. Diese Wiederholung macht ihn müde. Nicht nur im Körper, sondern auch im Kopf. Amir fühlt sich oft allein, auch wenn er mitten im Raum sitzt. Viele Menschen sind um ihn, aber niemand sieht ihn wirklich. Niemand sieht, wie sehr er sich bemüht. Niemand sieht, wie sehr er es will. Niemand merkt, wie wichtig es für ihn ist. Nach der Schule geht er langsam nach Hause. Seine Schritte sind schwer. In seinem Kopf denkt er weiter darüber nach. Er denkt an die Wörter, die er nicht verstanden hat, an die Fehler, die er gemacht hat. Er weiß, dass er Deutsch lernen muss. Er weiß, dass es wichtig ist, sehr wichtig. Aber er spürt auch, wie schwer es ist und wie weit er noch vom Ziel entfernt ist. Dieser Gedanke macht ihm Angst. An diesem Abend sitzt Amir allein in seinem kleinen Zimmer. Es ist ruhig, seine Eltern sind müde und schlafen schon im anderen Raum. Das Licht ist schwach und vor ihm liegt sein Heft. Er schaut lange darauf, ohne etwas zu sagen. Seine Augen bleiben auf den Seiten, aber in seinem Kopf sind viele Gedanken. Die Worte des Lehrers, die Fehler, die Angst. Alles kommt wieder zurück. Für einen Moment denkt er daran, aufzugeben. Es wäre einfacher. Kein Druck, keine Enttäuschung, keine Angst mehr. Einfach aufhören und nichts mehr versuchen. Doch dieser Gedanke fühlt sich nicht richtig an. Er bleibt nicht lange. Dann denkt er an seine Familie, an seine Mutter, die still am Tisch sitzt und müde aussieht, an seinen Vater, der jeden Tag hart arbeitet und trotzdem wenig verdient, an die leisen Gespräche über Geld, an die Sorgen, die sie jeden Tag haben. Und plötzlich fühlt sich das Aufgeben falsch an. Sehr falsch. Er kann das nicht tun, nicht für sich und nicht für sie. Er atmet tief ein und schaut wieder auf das Heft. »Ich will helfen«, sagt er leise. Seine Stimme ist ruhig, aber fest. Dann sagt er noch einmal, »Ich will Deutsch lernen.« In diesem Moment entscheidet er sich. Ganz bewusst. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es wichtig ist. Er weiß, dass es schwer wird. Er weiß, dass er viele Fehler machen wird. Aber er will nicht mehr weglaufen. Er will kämpfen. Schritt für Schritt, Wort für Wort. Er nimmt einen Stift in die Hand und beginnt zu schreiben. Langsam. Vorsichtig. Die Wörter sind nicht perfekt. Manche sind falsch. Aber das ist ihm egal. Zum ersten Mal zählt nicht das Ergebnis, sondern der Anfang. Und dieser Anfang gehört ihm. Und diesmal hört er nicht mehr auf. Am nächsten Tag beginnt Amir, jeden Tag zu üben. Aber es ist nicht leicht. In der Schule versteht er noch immer viele Dinge nicht. Die Wörter sind schwer, die Sätze sind lang, und oft verliert er den Anfang, bevor er das Ende versteht. Oft sitzt er da und fühlt sich wieder verloren. Seine Augen folgen dem Lehrer, aber sein Kopf kommt nicht mit. Nach der Schule hat er wenig Zeit. Zu Hause hilft er seiner Familie. Er trägt Sachen, er hilft im Haushalt. Manchmal arbeitet er sogar ein bisschen, um Geld zu verdienen. Jeder Tag ist lang. Am Abend ist er müde. Sehr müde. Seine Augen fallen fast zu.
Sein Körper will schlafen, aber trotzdem setzt er sich hin und öffnet sein Heft. Er zwingt sich dazu. Er versucht zu lernen, Wort für Wort, Satz für Satz. Oft macht er Fehler, viele Fehler. Manchmal versteht er gar nichts und muss wieder von vorne anfangen. Das macht ihn frustriert. Manchmal legt er den Stift weg und denkt, vielleicht schaffe ich das nicht. Dieser Gedanke kommt oft, sehr oft. Auch andere Menschen glauben nicht an ihn. Ein Mitschüler sagt, warum versuchst du es überhaupt? Ein anderer lacht, wenn Amir falsch spricht. Selbst ein Lehrer sagt einmal, du bist einfach nicht gut in Deutsch. Diese Worte tun weh. Sie gehen tief in ihn hinein. Sie bleiben in seinem Kopf und kommen immer wieder zurück. Sie machen alles schwerer. Aber Amir hört nicht auf. Auch wenn es langsam geht, macht er weiter. Er liest Wörter laut, auch wenn er sich unsicher fühlt. Er schreibt sie wieder und wieder, bis seine Hand müde wird. Er hört genau zu, wenn jemand spricht. Manchmal versteht er nur ein Wort. Nur ein einziges Wort. Aber dieses eine Wort ist wichtig für ihn. Es ist ein kleiner Schritt nach vorne. Schritt für Schritt geht er weiter. Es gibt Tage, an denen er fast nichts schafft. Tage, an denen alles schwer ist und er keine Kraft hat. Aber dann gibt es auch kleine Momente, kleine Fortschritte, ein Wort, das er versteht, ein Satz, den er sprechen kann. Diese kleinen Dinge geben ihm Kraft. Sie zeigen ihm, dass es möglich ist. Und auch wenn der Weg lang ist, bleibt er dran, jeden Tag, ohne Pause, ohne aufzugeben. Eines Tages sitzt Amir im Unterricht und hört wieder genau zu. Der Lehrer spricht, wie immer, und viele Wörter sind noch schwer. Die Sätze sind schnell und oft verliert Amir noch den Überblick. Aber plötzlich passiert etwas. Ganz leise, ganz unerwartet. Amir versteht einen Satz. Nicht alles, aber genug, um den Sinn zu erkennen. Er bleibt still und denkt nach. Sein Blick wird fokussierter. Dann versteht er noch ein Wort. Und noch eins. Es ist, als würde sich langsam eine Tür öffnen. Sein Herz schlägt schneller. Zum ersten Mal fühlt es sich anders an. Nicht nur schwer, sondern möglich. Der Lehrer stellt eine Frage. Der Raum wird still. Niemand meldet sich sofort. Amir zögert. Seine Hand bleibt erst unten. In seinem Kopf sind Zweifel. Was, wenn es falsch ist? Was, wenn alle lachen? Doch dann denkt er an alles, was er gelernt hat. An die langen Abende. An seine Familie. Langsam hebt er die Hand. Es ist ein kleiner Moment, aber für ihn ist er groß. Sehr groß. Der Lehrer schaut ihn an. »Ja?« fragt er. Amir spricht, langsam, vorsichtig. Seine Stimme ist ruhig, aber unsicher. Die Wörter sind nicht perfekt, ein paar sind falsch. Aber er hört nicht auf. Er sagt den Satz zu Ende. Es wird still im Raum. Für einen Moment denkt Amir, dass er wieder einen Fehler gemacht hat. Sein Herz schlägt laut. Doch dann sagt der Lehrer, »Gut.« Nur ein Wort. Ein einfaches Wort. Aber dieses Wort trifft ihn tief. Es ist das erste Mal, dass jemand so etwas zu ihm sagt. Amir spürt, wie sich etwas in ihm verändert. Ein kleines Gefühl von Stolz wächst in ihm. Es ist neu. Es ist warm. Nach dem Unterricht kommt ein Mitschüler zu ihm und sagt, »Das war gut.« Amir schaut ihn kurz an und lächelt leicht. Es ist ein kleines Lächeln, aber es ist echt. Auf dem Weg nach Hause denkt er immer wieder an diesen Moment. Er wiederholt den Satz in seinem Kopf. Er hat es geschafft. Nicht perfekt, aber er hat es geschafft. Zum ersten Mal fühlt sich sein Traum nicht mehr so weit weg an. Zum ersten Mal glaubt er wirklich daran, dass er es schaffen kann. Von diesem Tag an verändert sich etwas in Amir. Es ist keine große Veränderung auf einmal,
sondern eine langsame, stille Veränderung. Er merkt, dass sich seine Arbeit lohnt, dass die langen Abende nicht umsonst waren. Es geht langsam, aber es geht nach vorne. Jeden Tag ein kleines Stück. Jeden Tag ein bisschen besser. In der Schule hört er genauer zu. Er passt auf, auch wenn es schwer ist. Zu Hause setzt er sich jeden Abend hin, auch wenn er müde ist. Sehr müde. Manchmal fallen ihm die Augen fast zu, aber er macht weiter. Er wiederholt Wörter, liest einfache Sätze und spricht leise vor sich hin. Immer wieder. Manchmal versteht er mehr, manchmal weniger. Es gibt gute Tage und schlechte Tage. Aber er bleibt dran. Er hört nicht auf. Schritt für Schritt wird er sicherer. Er hat weniger Angst zu sprechen. Seine Stimme ist ruhiger. Er meldet sich öfter im Unterricht, auch wenn er noch nervös ist. Seine Sätze sind noch nicht perfekt, aber sie werden besser. Man kann es hören. Man kann es sehen. Die Lehrer merken es. Einige schauen ihn jetzt anders an. Nicht mehr nur kritisch, sondern auch überrascht. Vielleicht sogar ein wenig stolz. Auch seine Mitschüler sehen die Veränderung. Manche fragen ihn jetzt sogar um Hilfe. Kleine Fragen, einfache Sätze. Das hätte er früher nie gedacht. Amir fühlt sich stärker. Nicht, weil alles leicht ist, sondern weil er weiß, dass er nicht aufgibt. Das gibt ihm Kraft. Mit der Zeit kann er immer mehr verstehen. Gespräche werden einfacher für ihn. Er kann sich erklären, er kann Fragen stellen, er kann antworten. Seine Welt wird größer. Türen öffnen sich langsam, Möglichkeiten entstehen. Er beginnt, kleinen Menschen zu helfen. Einmal hilft er einem Mann, der etwas nicht versteht. Ein anderes Mal übersetzt er für jemanden in der Schule. Diese Momente sind klein, aber sie bedeuten viel. Sie zeigen ihm, dass er auf dem richtigen Weg ist. Sein Traum ist nicht mehr nur ein Gedanke. Er wird langsam Realität. Und jedes Mal, wenn er ein neues Wort lernt oder einen Satz versteht, denkt er an seine Familie, an seine Mutter, an seinen Vater. Das gibt ihm Kraft, mehr als alles andere. Mit der Zeit spricht Amir immer besser Deutsch. Es ist nicht mehr nur schwer für ihn. Es wird ein Teil von ihm. Die Sprache fühlt sich nicht mehr fremd an. Sie gehört jetzt zu seinem Alltag. Er versteht Gespräche, auch wenn sie schneller sind. Er kann sich klar ausdrücken, auch wenn er noch kleine Fehler macht. Und vor allem, er hat keine Angst mehr zu sprechen. Die Menschen hören ihm zu. Sie verstehen ihn. Sie nehmen ihn ernst. Eines Tages bekommt er eine Chance. Eine kleine Arbeit, bei der er Deutsch sprechen muss. Für viele ist es nur ein kleiner Job. Für Amir ist es ein großer Moment. Ein Moment, auf den er so lange gewartet hat. Er erinnert sich an die Zeit, in der er kein Wort verstanden hat. An die Tage, an denen er still war und Angst hatte. Und jetzt steht er da und spricht. Nicht perfekt, aber sicher. Seine Stimme ist ruhig. Seine Worte kommen von selbst. Er arbeitet hart, genau wie seine Eltern. Aber jetzt fühlt es sich anders an. Es fühlt sich richtig an. Er sieht, dass sich etwas verändert, dass sein Weg funktioniert hat. Am Ende bekommt er Geld, sein eigenes Geld. Er hält es in der Hand und schaut lange darauf. Es ist mehr als nur Geld. Es ist ein Zeichen. Ein Ergebnis von allem, was er getan hat. Sofort denkt er an seine Familie. Ohne zu zögern geht er nach Hause. Seine Schritte sind schnell. Als er ankommt, gibt er das Geld seinen Eltern. Seine Mutter schaut ihn überrascht an. Ihre Augen werden groß. Sein Vater sagt nichts, aber man sieht den Stolz in seinen Augen. Ein stiller, tiefer Stolz. In diesem Moment versteht Amir, dass er es geschafft hat. Nicht alles, aber genug, um etwas zu verändern.
Das Leben ist noch nicht perfekt, aber es ist besser. Viel besser. Und das Wichtigste ist, er hat nicht aufgegeben. Sein Traum hat ihn hierher gebracht. Und jetzt kann er endlich helfen. Eines Tages steht Amir vor dem Gebäude, in dem er jetzt arbeitet. Es ist ruhig, und er schaut einen Moment nach oben. Das Gebäude wirkt groß, aber nicht mehr fremd. Früher hätte er sich klein gefühlt. Heute steht er ruhig da. Er denkt an die Vergangenheit, an die Schule, an die Tage, an denen er nichts verstanden hat, an die Stunden, in denen er still war und Angst hatte zu sprechen, und an die Worte der Lehrer. Du bist nicht gut genug. Diese Sätze sind noch in seinem Kopf, aber sie tun nicht mehr weh wie früher. Sie haben ihre Kraft verloren. Plötzlich hört er eine Stimme. Ein ehemaliger Lehrer steht vor ihm. »Amir?« fragt er überrascht. Sie sprechen kurz miteinander. Der Lehrer schaut ihn lange an, fast ungläubig. »Du warst doch immer schlecht in Deutsch«, sagt er. »Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst.« Amir bleibt ruhig. Er lächelt leicht. Kein Stolz, kein Ärger, nur Ruhe. Er weiß, was er erlebt hat. Er weiß, wie schwer es war. Und er weiß, warum er hier ist. Er denkt kurz nach, aber nicht lange. Dann sagt er leise, aber klar, »Ich war nicht gut, aber ich habe nicht aufgehört.« Seine Worte sind einfach, aber stark. Der Lehrer sagt nichts mehr. Für einen Moment ist es still zwischen ihnen. Amir nickt leicht und dreht sich dann um. Er geht weiter. Seine Schritte sind ruhig und sicher. Kein Zweifel mehr. Kein Zögern. Und in diesem Moment ist klar: Es war nie Talent, das ihn hierher gebracht hat. Es war sein Wille.